Das ist eines der schönsten Wohnmobile der Welt, muss man sagen. Es ist ein Neoplan, er ist selbsttragend, ich guck mal gerade, ja, er nickt. Und er hat was ganz Besonderes, er hat nämlich hinten im Heck hat er eine Erhöhung. Und die Erhöhung, die schafft natürlich auch Stehhöhe und sowas hat man gar nicht so oft, sage ich jetzt mal, dass man also wirklich wunderbar stehen kann in so einem Bus. Und der Besitzer ist gleich neben mir, er heißt Globetrotter, das ist wahrscheinlich noch der erste Lack, oder? Nee, nicht der erste Lager, aber alles in Original wieder so aufgebaut. Du bist der? Michael. Hallo Michael. Hallo. Wir sind in Blaustein, das liegt in der Nähe von Ulm oder ist ein Teil von Ulm, gell? So ist es. Und ja, du stellst hier aus, Wohnbusse. Du wohnst im Bus? Nee, so ab und zu mal? Ja, ab und zu, klar, im Urlaub. Ich zeig's mal gerade. Das ist so ein schöner Bus, hier bleiben die Leute stehen. Hier sind ganz viele schöne Busse, also muss man sagen. Aber der hat natürlich so richtig Patina. Was ist das für ein Baujahr? Baujahr 65. Ja. Ja. Und du hast ihn schon lange, oder? Nee, ich habe ihn 2008 auf der Retro-Klassik vom Konrad Auwerder als Scheunenfund gekauft. Der hat ihn in der Schweiz geholt. Der Bus ist einmalig, das ist ein Einzelstück. Das wurde für einen wohlhabenden Schweizer wurde der so gebaut. Ja. Und der sah natürlich nicht so aus, oder? Damals. Wo ich ihn gekauft habe, nicht. Da war der Lack ab, sozusagen. Der Lack ab? Ja. Und der Motor, ist der gleiche Motor drin? Nee, der war auch nicht mehr zu gebrauchen. Jetzt ist ein Mercedes-Motor drin, aber ansonsten ist die Technik alles noch die alte, komplett. Aus Blech, alles, Gerippe, alles. Aber es war wahrscheinlich so, als du den gesehen hast, hast du direkt gesagt, das ist er, oder? Ja, ich habe mich sofort in den verliebt, ganz klar. Die Form und er hat was Magisches an sich. Und er ist wahrscheinlich für die Schweiz, er ist nicht so breit, gell? Die meisten Busse sind ja breit, die Schweizer oft so 2,30 Meter. Was richtig, hat der? Ja, 2,30. 10 Meter lang, 2,30 breit. Und 10 Meter ist auch klasse. Ja. Was du oft bei den Schweizern hast, ist, dass der Rampenwinkel gut ist. Ja? Das heißt, die müssen ja da in irgendwelche, ich sag mal, kleinen Sachen rein. Und die meisten Schweizer Busse, die gehen so nach hinten hoch. Ist es bei dem auch so? Ja, so ein kleines bisschen, nee, das ist leicht geht er nach oben, ja. Aber ist eigentlich original Bustechnik, also von unten her. Okay. Typ So. Neoplan Typ Hamburg. Hamburg. Ja, Typ Hamburg ist das. Die erste Luftfederung hat er schon drinnen. Okay, das heißt, der schwebt. Ja, der schwebt, richtig. Ja, wenn du mal gerade mal hinten mal aufmachst, würde man gerne reinschauen. Ja, klar. Sei mal so lieb, hol mal gerade den Schlüssel. Der ist schon ein schöner Bus, oder? Ja. So, Neoplan steht hinten drauf und die Leute, die sprechen euch oft an, wenn ihr unterwegs seid? Ja. Ich habe ihn gefragt, ob er oft natürlich auf den Campingplätzen angesprochen wird, auf dem Bus, oder? Schon. Ja, klar. Ja, der ist halt auffällig. Ich kriege immer wieder solche Zurufe. Das schönste Wohnmobil, was Sie bis jetzt gesehen haben. Oder das schönste Bus. Der ist auch wirklich schön. So, der Motor ist jetzt neu, ganz neu, oder? Nee, der Motor hat 80.000 Kilometer. Der war im Lastwagen drin von einem Gipser. Ja. Ja, und ist aber top in Ordnung. Ich habe den Lastwagen mit Motor gekauft, damit ich ihn richtig testen konnte. Mercedes ist drin jetzt. Richtig, Mercedes-Motor. So, da vorne ist noch ein Luftdruckkompressor ist wahrscheinlich drin, oder? Ja, genau. Der Luft macht. Ja. Die Kühlung, wie funktioniert das? Kühlung, ganz normaler Kühler hinter. Elektrisch dann, oder? Nee, mit Riemen. Mit Riemen. Ja. Und die Ansteuerung ist wahrscheinlich hydraulisch, oder wie läuft das bei dem Lüfter? Nee, der läuft einfach mit der der läuft immer mit? Ja. Okay, das heißt So im Stand oder so, da wird er eher kühler als heiß? Nö, der bleibt sauber immer bei 60 Grad im Stand und der Berg hoch geht er mal auf 90 und dann im normalen Fahrbetrieb ist er bei 80 Grad. Toll. So, und das sind die Fahrzeugbatterien, oder? Ja. 2 Stück. 24 Volt. Ja. Und natürlich dort ist entsprechende Verteiltechnik eingebaut, wenn du mir das noch kurz erklärst. Der Bus selber geht mit 12 Volt, das sind die Batterietrenner und startet oder mit 24. Und das war schon früher so, oder? Ja. Toll. Ja, das sieht top in Schuss aus. So, der TÜV, was hat der gesagt, als du ihn vorgeführt hast? Happy. Top, alles gut. Alles gut. Ja. Das ist nicht immer ein Auspuff, oder? Ja. Edelstahl, oder was ist das? Nee, normaler Stahl. Stahl. Ja. So hinten, da ist eine Kupplung dran, die war wahrscheinlich auch noch nicht dran, oder? Doch, die war dran. Die war dran. Ja.
Boah, ist der schön. Ich zeig's mal gerade. So, dann an den Seiten, wenn du schon einen Schlüssel hast. Das war der Busschlüssel. Da ist jede Menge Stauraum. Hier ist wahrscheinlich noch ein Teil vom Motor, oder? Nee, das Stauraum. Das ist nur Stauraum, ja. Okay, und da? ist überall Technik drinnen. Technik. Ja. Wenn ich die mal sehen darf? Ja, oder? klar. Das war so lieb. Toilette, Tank, Toilette. Elektrofach ist auf der anderen Seite. Das ist die Dieselheizung. Ach, eine große Webasto. Ja, mit Dieselheizung mit warmem Wasser. Das ist dann das umfunktionierte Toilette. Mit Tedford. Ja, ist oben Toilette und es ist ein Eigenbau mit der Kassette da unten. Mit Sog nehme ich an, oder? Ja, mit Sog. Da ist man drin. Da riecht man nichts. Das sieht aus, das könnte ein Diesel... Frischwassertank. Frischwassertank, Ja. Okay. Das Volumen, was hat er? 250 Liter. Das lang, gell? Ja. Kann man schön Ausreichend. Ja, ist natürlich auch toll, dass die Heizung hier, das ist ein Durchlauferhitzer drin. Das heißt, Ja. du kannst duschen, bis der Tank leer ist, oder? Genau. Stark. Und da, dann daneben? Daneben ist noch der Abwassertank drinnen. Okay. Der ist wahrscheinlich ein bisschen kleiner, oder? Ja, so 2,30, sowas, um die 2,30. Und da ist gleich, also die Dusche ist tiefer gesetzt, kann man vielleicht auch mal kurz angucken, wenn Sie möchten. Die ist da. Die Dusche, die ist tiefer gesetzt, deswegen ist hier Okay, noch dass man auch stehen kann, Verkleidung, ja. ordentlich. Und das Ganze ist so simpel gemacht, das heißt, der Tank geht direkt da drunter. Richtig. Das da unten ist das Siphon, nehme ich an. Genau. Ist das genial gemacht? Das ist nur ein Schlauch, oder? Ja, Es kann so einfach sein, oder? ja, genau. Das heißt, das geht nicht kaputt. Wenn da irgendwas dran ist, kannst du einen Schlauch abmachen, mal irgendwas reinmachen. Genau, einfach. Gut, das Klo ist natürlich auch einfach. Das ist Standardtechnik, da geht auch nichts kaputt. Und daneben was da drin? Normaler Stauraum. Stauraum. Wenn ihr jetzt so wegfahrt, ihr seid meistens in Deutschland unterwegs oder wo? Und hinten sind kleine Stauraumfächer. Ich zeig's mal Ja, gerade. Deutschland, Italien. Da seid ihr echt die Stars mit dem Bus. Und gerade so der Gardasee, wenn du da ein Fahrzeug hast mit 2,50 Meter und so, hast du echte Probleme mit. Ja. Ja, mit dem geht's. Mit dem geht's. Ja, geht gut. Ich darf mal gerade die Radkappe zeigen von da. Die waren dabei, die Radkappen? Oder, oder hast du die besorgen müssen? Nee, war alles dabei. Aber alle Zierteile, alles noch da. Alles Komplett. da. Und das Lackieren hast du selber gemacht? Oder? Nee, habe ich in der Werkstatt machen lassen. Ist Lackieren. absolut professionell. Ja. Ich So, habe was die heißt? Schrift vorher abnehmen lassen, die war Ja. auch so. Vom Schriftenkleber. Die war natürlich früher gemalt. Achso, die ist jetzt hier Das draufgeklebt. ist original, das ist jetzt geklebt. Es sieht aber aus, als wäre schon immer so gewesen, ne? So war es auch immer. Das ist original so in Schriften gemalt gewesen. Und der, wo die Beklebung gemacht hat, der hat es vorher schon so abgenommen. Das hier sind die schönsten Fenster, aber auch da darf nichts kaputt gehen, nehme ich an, oder? Ansonsten klar, heißt es das gibt's Spezial. nur einmal, ja. Echt Glas natürlich an der Seite. Richtig. Ist das schwer jetzt im Winter, das zu isolieren, oder fahrt ihr nicht im Winter? Ich fahre nicht im Winter. Im Sommer. Da ist das Fahrzeug auch schade dazu, ja. Ja. Es soll auch ein Sammlerstück sein, nicht nur ein Camping. So, jetzt ist eine Leiste drin, eine Kehlerleiste, die war aber nicht drin vorher, ne? Doch. Die war auch drin. Alles außen ist alles original so. Und das war hier jetzt ein Reisebus? Wozu wird der Nein. benutzt? Das Das war ein Wohnmobil. war schon immer ein Wohnmobil, vom ersten Tag an. Das heißt, der hat sich damals in den 60er Jahren... Der hat sich das geleistet und der Bob Lee, das war der Konstrukteur, der Chefkonstrukteur von Neoplan, den kenne ich auch. Mit dem habe ich mich unterhalten und er hat mir gesagt, er weiß den Preis nicht mehr, aber das hat so viel gekostet wie ein Zweifamilienhaus damals. Ja. Wahnsinn. Jetzt habe ich es. Das war kein Reisebus, das war immer ein Wohnmobil. Immer schon, richtig. Bustechnik bis unterhalb von der Scheibe und alles nach oben exklusiv aufgebaut. Da steht er. Und das Baujahr nochmal? Ich hatte es gerade eben, du hast ja gesagt, Ja, 65, ja. 65. Und der steht jetzt hier wie eine 1. Rost irgendwie gehabt? Wenig, ja. Ich habe gehört, wenn das irgendwie falsch gemacht wird, da wird irgendwas zugemacht bei den Rohren unten, das darf man nicht. Das muss irgendwie rauslaufen, Ja. wenn es da ist. Boah, ist der schön, auch hier vorne, der sieht so aus. Da steht Neoplan, der Auwärter steht drauf. Das war die Aufbaufirma, oder? Die das gemacht hat? Auwärter hat der Neoplan gebaut. Das ist auch die Originalschwinge, nennt sich Schwinge da vorne.
Du, ich habe ja keine Ahnung, du musst mir das alles erklären. Also Auwerter hat damals die Neoplans gebaut, alle Neoplans? Oder? Ja, alle Neoplans. Auwerter von Möhringen. Jetzt mal eine Frage, der Name Neoplan, wo kam der her? Ist das irgendeine Zusammensetzung aus irgendwas? Neuer Plan. Neuer Plan. Ja. Das war damals eine Revolution, glaube ich, Neoplan, oder? Ja. Also nochmal, 1965, Luftfederung drin, Heckmotor, selbsttragend, er schwebt. Du hörst vorne wahrscheinlich gar nichts, oder? Nicht viel. Dann vorne natürlich die Tür, das ist auch sehr praktisch, dass du zusätzlich nochmal eine Tür hast. Wenn ich die mal gerade sehen darf, wenn du die mal kurz aufmachst, gerade mal sehen, wie die verarbeitet ist an der Seite, das ist, wow, ich krieg Ehrfurcht. Guck die Schrauben mal an hier, die drin sind. Das ist eine Panzertür. Die ist auch gebaut für die Ewigkeit, oder? Ja, richtig. Die Wenn wiegt du auch so viel. unten mal guckst, das ist Reisebustechnik. Das heißt, die haben das hier gebaut, das zapft hier unten rein, dreifach. Das heißt, da wackelt nichts, oder? Nee. Genau, wenn du die gerade mal zumachst, nur mal vom Sound. Genial. Dann die Tür. Die kenne ich natürlich vom Tabat Wohnwagen, zweigeteilt. Die wird auch nicht mehr gebaut, bauen sie nicht mehr ein. Aber das ist natürlich genial, wenn du Hunde hast oder irgendwas. Du kannst oben aufmachen. Ja, klar. Schornstein. Original. Ja, da war vorher ein Ölofen drin als Heizung. Ein Ölofen? Ja, ein Ölofen war da drin. Ein Original. Mit so einem Brennring, nehme ich an, der irgendwie da war. Wie man den zu Hause hat, oder? So ein Standofen. Wie man von früher von daheim kennt. Und da drin war der Öltank. Und in der Küche oben war nochmal ein Öltank, ein kleiner. Und den hat man dann von Hand von unten nach oben pumpen können, das Öl. Und dann ist es mit Schwerkraft in den Ofen eingelaufen. Als du den jetzt gesehen hast, deinen Scheunenfund, der war ja als Wohnmobil ausgebaut. Ja. Da war dir schon bewusst, wie viel Arbeit das wird, oder? Ja, klar. Ich habe auch nicht gleich damit angefangen. Ich habe erst mal 2 Jahre überlegt. Ungefähr? Wie viele Jahre hast du eigentlich? Von 2009 bis 2015. Bis 2015. Immer wieder mal, oder? Ja, nicht die ganze Zeit. Und gab es Phasen, wo du gesagt hast, ich schmeiß ihn weg? Nee, noch nie. Aber wo ich fertig war, habe ich gesagt, ich mache nichts mehr. Die obere Tür, da ist ein Bullauge drin. Das war auch schon drin? Original, ja. Original. Und das war auch so dunkel, oder? Nee, das haben wir später bekleben lassen, weil der hat sich sonst so extrem so eine Folie, ja, okay. So, auf zu, das ist mal eindeutig. Original. Du weißt noch so ein bisschen, wo der rumgefahren ist? Der alte Eigentümer, den hast du nicht mehr gekannt, oder doch? Nee, den habe ich nicht gekannt. Es hat vor mir 2 Besitzer gegeben. Das eine war der einen bauen lassen hat. Ja. Das war ein sehr wohlhabender Mensch wohl. Und der hat ihn dann nachher abgegeben an einen Schweizer Pilot. Der hat ihn auch gefahren, ungefähr bis 1982. Und dann hat er ihn abgestellt am Züricher Flughafen in der Scheune. Ja. Und da ist er dann gestanden bis 2005. Rost oder nur Staub? Was war? Lack ist plattenmäßig abgefallen. Da war der Spachtel hat nicht gehalten, der war halt von früher natürlich. Achso, der ist irgendwann mal dann. Der ist dann abgefallen. Die Zierleiste, wie man es jetzt sieht, die waren grau bis dunkelgrau, aber war alles noch da. Boah, ist das eine Arbeit gewesen. Und dann, ich zeige mal gerade den Eingang, das ist auch so, dass du keine Trittstufe brauchst, sondern du kannst wo einsteigen. Ja. Dann gewisse Sportlichkeit braucht man eben bei der Stufe. Das ist ja noch harmlos. Also wenn ich da andere Fahrzeuge sehe, wo du dann so richtig hochklettern musst, gerade die Offroad 4x4 oder so. Ja, klar. So Höhe hier an der Stelle, wie hoch ist der? Da drin, so 1,95. Außen so 3,20 Meter, was ist da? Außen hat er 3,20, genau. Boah, habe ich ja gut geschätzt. So, ich guck mal gerade. So, ich zeig mal gerade, da drin hast du jetzt einen tollen Boden reingemacht. Das ist wahrscheinlich das Vinyl oder was hast du reingemacht? Ja, genau, Vinyl. Und die Leisten, die waren auch schon alle so? Nee, die Leiste war nicht so. So, und der Innenausbau komplett neu, oder? Innenausbau ist komplett neu. Manche sagen modern, ich sage zeitlos. Also passend zu dem Charakter von außen. Zu dem Silber. Und zu dem Silber. Finde ich total gelungen. Genau. Also das, was ich jetzt schon sehe. Ja. Wenn du mal gerade so lieb bist, hier vorne mal aufmachst, ein Schuhfach oder was hast du noch drin? Ja, für allerlei. Alles Mögliche. So, genau, da hast du ein Anschlusskabel. Ja. Schirme und viel Platz. Und natürlich die Klavierbänder drin, da klappert nichts. Nee, alles gut. Man kann es auch anders machen, aber... Er ist leiser wie ein modernes Wohnmobil. So, ich darf mal reingucken? Ja, gerne. Warte mal kurz.
Kann man abwischen. Denn drin ist natürlich der gute Linoleum, beziehungsweise hier der Fußboden drin. Und du hast, die Bank war schon drin links? Nee, also die Bänke, die haben wir abändern müssen. Die Aufteilung habe ich gleich gelassen. Die Sitze habe ich aus Sicherheitsgründen so reingebaut. Der Tisch war vorher eben quer gestanden. Und das musste man alles neu machen. Der ist von 82 bis 2015, bis 2005 in der unbeheizten Garage gestanden. Das Okay. war nichts mehr zu Da war gebrauchen. er kaputt. Ja. So, und da hast du aber vom Stil her das so gut gemacht, so zeitlos wieder mal. Also ganz geradlinig, keine Genau. Verschnörkelungen. Ja. Das Silber auch hier oben, dann hier das Grau. Was ist das für ein Stoff oben? Ist das so eine Alcantara? Oder? So ähnlich Alcantara, ja. Es war schwierig, die Schräge die hier auszukleiden. Ich darf das mal gerade zeigen, die Schräge. Denn die hat nämlich was ganz Besonderes. Die geht in mehreren Achsen, oder? Ja. Zeitgleich. Das war ein Aufwand, oder? Das war schwierig, ja. Ich muss das mal zeigen. Also alle, die sich so ein bisschen auskennen, da bist du wahrscheinlich dran. Du hast es wahrscheinlich handgebogen alles, oder? Ja, das sind Sparholzplatten dahinter. Ja. Und alle zugeschnitten. Ja. So, Da habe ich da einen Schreiner auch gebraucht. Also das konnte ich. Original, Höhemesser. Das musste rein. so ich zeig mal gerade die Küche. Die Stehhöhe ist natürlich ein Hammer hier. Also auch das Raumgefühl, was du hier drin hast. Ja, das ist toll. Das stimmt. Das ist gar nicht vergleichbar mit heutigen Wohnmobilen, die ja auf 2,30 Meter alles zubauen, was irgendwie nur geht. Ja. Hauptsache Oberschränke noch. Ja. So, die fehlen hier komplett. Das schafft Raum, oder? Wir haben so viel Platz da unten drin, dahinter die Schränke. Ihr braucht das nicht. Nee, also brauchen wir echt nicht. So, warte mal. Ich drehe mich noch mal kurz um, denn vorne die Sitze sind drehbar. Oder? Ja, die sind drehbar vorne. Genau, wenn du mal gerade so lieb bist, einmal drehst, einen einzigen Mal, vielleicht im Beifahrersitz, dann kann ich mich nämlich mal da reinsetzen und film mal gerade das Raumgefühl. Dann natürlich das Panorama hier. Ist natürlich, wenn die Sonne scheint, trotzdem nicht ganz einfach, die Hitze rauszukriegen, oder? Ja, ich drehe mal den Spitzelei steigen. Ja. Toll. Warte mal, ich gehe mal vorne hin. Wenn du mal gerade mit mir mitkommst, dann zeige ich mal dein Volant. Das ist ja Neoplan. Was ist das für ein Material eigentlich? Das Weiße? Das Kunststoff kann ich wahrscheinlich? gar nicht sagen. Nee, so, Ein Bakalit oder so. ja, so Bakelit, irgend solche. Und das ist natürlich hier so ein kleines bisschen gerissen schon an den Seiten, Ja. aber voll funktionell. Ja, da ist ja ein Stahlkern drin, also das geht nicht Passiert kaputt. Ja. Dann das ganze Armaturenbrett aus Holz. Nee, das ist nur so eine Folie draufgeklebt. Das drunter sind Blechteile. Das sind Blechteile. Sieht aber so aus wie Holz. Ja. Und das war Das schon damals so. original alles. Original. Ja. Boah, ist das schön. Das sieht aus wie so ein ganz altes Radio, was du so hast. Das war aber die Zeit. Da waren die Sachen noch schöner, ne? Ja, genau. Ja. Ich hatte damals die Drucktasten aus meinem Radio, also was der Opa hatte. Das Mittelwellenradio, das sah genauso aus. Das waren auch so Drucktasten. Ja, genau, stimmt. So, der hat natürlich eine Permanentbremse, oder? Oder braucht er die nicht? Das heißt also jetzt eine Staudruckbremse hat er? Nee. Also Nix. Eine normale Bremse. der hat eine normale Feststellbremse Ja. mit Seilzug noch. Und da vorne, das geht dann pneumatisch, das ist das Trittplattenventil, nennt man das. Ja. Wo ist das? Das ist in der Mitte das große, wo K draufsteht. So, das ist, Rechts ist Gas und dann ist das die Bremse, okay. das Trittplattenventil. das ist die Bremse. Ist aber so, die bremst ganz normal mit Bremsbelägen oder ist das eine Staudruckbremse? Nee, das gibt's geht nicht. Mit Bremsbelägen. Mit Bremsbelägen. Und das langt, wenn du jetzt so an so einem Hang bist oder so? Das klappt. Bremst gut, ja. Da Bremst ist gut. riesige Trommel drin. Riesige Trommeln, Ja. zusätzlich wahrscheinlich noch Hubraum. Was hat der für einen Hubraum hinten jetzt, der Motor? 5,9 Liter hat er. Okay, das heißt, wenn du da im kleinen Gang bist, bremst der auch normal, oder? Ja, also Motorbremse funktioniert auch recht gut, ja. Die ist wo, die Motorbremse? Unter des Pedals. Das vordere ist fürs Abblendlicht und der hintere Knopf ist für Motorbremse. Das hat man früher gemacht, ich glaube, mit dem Fuß das Abblendlicht, gell, das Fernlicht. Genau. Das weiß ich noch aus dem Simca von meinem Papa. Ja, das hat es bei Autos ab und zu. Das gab es ab und zu auch mal. Dann hast du hier eine Schaltung, das ist eine normale Haarschaltung, Ja, oder? richtig. Haarschaltung mit Split, also Splitting. 4-Gang mit Splitting sind 8 Gänge. 8 Gänge. So, was hast du hier? Batterieanzeige? Das war original, das habe ich drin gelassen. Das war der Ausbau von früher. Den habe ich natürlich nicht so lassen können.
Genial. Ich zeig's gerade nochmal. Tisch eben noch drin. So, die Rückfahrkamera ist drin. Du bist natürlich unterwegs in Österreich, deswegen du bist hier über 3,5 Tonnen. Ja. Unter 7,5? Nee, der 11,9. 11,9 Tonnen. So, ich zeig mal gerade. Ganz viele Schalter, die drin sind. Der ist so schön. So, die Sitze sind aber neu. Ja. Wo sind die her? Wo hast du die her? Sitze? Im Omnibushandel habe ich die. Die gibt es wahrscheinlich wie Sand am Meer. Gute Sitze, oder? Ja, klar. Irgendwo ausgebaut. Ja. Der Tisch, das ist jetzt auch ein Standardtisch. Ja. Höhenverstellbar. Ja. Man kann ein Bett draus machen hier, Ja, oder? genau. Und die Sitzpolster passen wahrscheinlich genau hier rein, dass du zumachen genau, kannst. Richtig. Ach, da ist der Fernseher. Gut, ihr guckt ja wahrscheinlich wenig Fernsehen. Nee, klar, hauptsächlich für die Beifahrer da. Für den Enkel. Boah, guck dir mal die Griffe hier an. Das ist so schön. Ich könnte hier stundenlang nur gucken. Die Ablagen, die da sind. Dann hier der Mittelsteg. Da ist natürlich auch die Scheibe. Das ist eine Spezialanfertigung, oder? Vorne? Das sind Die Windschutzscheibe. die Windschutzscheibe, ja, Neoplan eben. Die, wo jetzt drin sind, sind aber neu, weil wir schon beim Restaurieren sind mir die Scheibe kaputt gegangen. Dann mussten wir sie nachbauen. So, das war der Originalboden. Das war damals Genau. tatsächlich Linoleum, oder? Ja, Den hast du noch drin gelassen. den habe ich habe vorne das als Andenken drin gelassen, in der Fahrerkanzel alles. Boah, hier kann man nur schätzen. Also 5 Jahre Arbeit Ja. und wahrscheinlich jedes Wochenende dann, oder? Ja, auch oft, ja, fast jedes. Fast jedes. Komm, wir gehen mal weiter. Es gibt einiges zu schauen. Die Aufbaubatterie, was ist hier drin? Was hast du reingemacht? Ja, unten können wir auch gucken, sind zwei 180er. AGM oder was hast du reingemacht? Oder normale Bleigel? Nee, AGM. AGM. Ja. So, dann hast du es gestellt. Hier vorne hast du Batteriecomputer mit drin von Büttner. Genau. Gut, das funktioniert ja. Nur die Sache, die muss man eigentlich ordentlich machen. Ja. Die, das ist Technik. die ganze. So, die 12 Volt Verteiltechnik. Dann hast du hier Votronik. Auch das kennt man ja aus dem Fernreisebereich. Geht nicht kaputt. So, und das ist die Heizung. Das ist die Dieselheizung. Hast ein dickes Ding hast du gewählt, ja. Ich habe Ja, nicht ja. so eine große drin. Ja, aber für den Bus. Für den großen Bus. Das brauchst du. Dann halt alles mit Auszüge. Die ganze Küche mit Auszüge gemacht. Ja klar, das schafft natürlich viel Platz. Ja. Und du hast von Dometic die guten Geräte genommen. Ja. Ihr kocht viel hier drin oder geht's? Nee, geht. Geht. Wahrscheinlich geht ihr am Gardasee lieber zum Italiener, ne? Ja, genau. So, dann der Boden, da ist eine Revisionsöffnung oder was Ja. ist das? Was da drunter? Da ist der direkte Tank drunter. Der Tank drunter, wenn du mal reinigen möchtest. Ja. So, dann zeige ich mal gerade. Hier ist ein kleines Radio. Hier hast du überall kleine Ablagen. Das ist wahrscheinlich, wenn du stehst, oder? Ja, so für die kleine Art Utensilien da drauf machen. Dann guck mal die Lüftung hier. Das waren noch Sachen. Das ist original, das Fenster? Das ist ein Original. Boah, ist das riesig. Das heißt, das kannst du während der Fahrt auflassen? Ja, genau. In Fahrtrichtung oder entgegen? Nach hinten Ja. aufstellen. Gegen Fahrtrichtung. Gegen Fahrtrichtung. Ja, und dann der Kompressorkühlschrank von Veeco. Ja, Der kühlt auch gut. der ist super. Also, der kalt ist kalt. Okay, das Bier Also- ist dann kalt. Das Bier ist kalt. Im anderen, also der kühlt richtig. Ja. Und du hast einen Kadak, ein Safari Chef 2. Steht ja auch drauf. Ja, aber der funktioniert. Weit sagenhaft. Bin voll begeistert. Klasse, oder? Naja. Ich sag mal, der ist so simpel. Du kannst auch alles damit machen, ja. Das ist echt gut. Ich habe auch den großen Kadak. Ja. Aber was bei dem gut ist, wenn man nur zu zweit unterwegs ist mit der kleinen Kartusche und die hält ja ewig. Die hält ewig, das stimmt. Und du hast keine Gasflasche, die Ja, irgendwie genau. Kein machen Gaswasch muss. hin und her. Wenn ich da mal sehen darf in die Auszüge einmal kurz, wie das gemacht ist. Das war auch ein Schreiner jetzt, oder? Ja, ja. Ja. Gut, aber wenn man überlegt, wenn du sowas machen lässt vom Schreiner, das ist ja nicht teuer. Sondern, ich sag mal, er macht es halt perfekt, oder? Ja, genau. Man muss halt dann Zeit haben. Also, ja, man muss den richtigen finden, der das mit Liebe macht. Dann, Das hat wirklich viel Platz. ja, Türen, das macht gar keinen Sinn. Also ich sag den Nee. Leuten immer Auszüge reinmachen. ah ja, Es- wie zu Hause, ja. Das Besteck ist wo bei dir drin? Da. Hast du auch viel Platz für richtiges Besteck. Ja, Und auch eine große Arbeitsfläche. ja, also die ist wirklich groß.
Die ist Da haben riesig. schon viele gesagt, wo sie da reingegangen sind. So, habe ich jeden Mal daheim eine Küche. So habe ich keine Dann Küche haben wir zu Hause. optimales Fach zum Okay. Vorräte rein da. Und du hast natürlich richtig Zuladung hier bei dem Bus. Das heißt, du Ja, kannst da da. brauchst du gar nicht gucken. Der Ja. hat ja von, was hat er, glaube ich, 8,5 Tonnen leer oder Ja. 8,7 Ja, und bis 11,9 darf ich laden. okay. Ja, da brauchen wir keine Gedanken machen. Sehr schön. So, und da ist die Nasszelle. Da bin ich jetzt mal gespannt. Boah, ist das viel Platz. Ist das gut? Und du hast schon drin geduscht heute, oder? Nee, heute noch nicht, aber nicht. man kann wirklich duschen. ohne Beklemmungsgefühle kriegen. Genau, wenn du mal gerade reinsteigst in die Dusche, mach mal einmal. Weil die meisten Duschen sind nicht hoch genug und dadurch, dass du das unten eingelassen hast, Ja, genau. So, genau, wenn du mal gerade mit der Hand da hochmachst, bin ich nur. Da bin ich toll, klein. das gefällt mir. Weißt du, du hast diesen Stil so ein bisschen hinbekommen wie im Flugzeug früher, weißt du? So diese 50er Jahre Flugzeug, das hier könnte jetzt auch eine Kabine sein in so einem alten, Eigentlich, ja. weißt du? So, ja, genau. Stimmt. So, und der Boden, der ist auch zeitlos, der ist modern und passt trotzdem gut rein. Ja. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, wenn man sich überlegt, was man da für Material nimmt, weil viele, Ja, das ist schwierig. viele gehen halt hin und überrestaurieren, weißt du, die machen es dann ganz neu, Ja. dann stimmt gar nichts mehr. Ja, ja. So, und ach, das hier hast du dir schneiden lassen, genauso wie die Fenster, ne? Das war halt ein kleiner Gag. Da oben eben für die kleine, für Zahnbecher und so kleine Sachen. Und das ist genau das Design der Fenster, gell? Ja, genau. Das ist genau die Schräge von den Fenstern. Das sind die Schrägen. Ja, warte, ich zeig's mal. Ist das genial. So, und da vorne ist eine kleine Verdunklung dabei. Heißt, du musst das nicht mit Milchglas machen, sondern schiebst das Ding rüber. Ja, ja, der außen nicht gut aussieht. Da ein Milchglas rein. Ich habe mir es lange überlegt oder bekleben, aber das ist klar. So, und was Tolles, Das ist der Hammer. der Durchgang, die ist super, ne? Ja, die ist echt super. Also, hier einmal. Ach, du musst nicht an der Seite einen Knopf drücken. Kein Grappler, kein Runterdrücker, gar nichts. Einfach nur Pedal drücken. So, das Reinigen auch einfacher, ne? Ja, ist echt super. Und es geht dann durch den Schacht runter in die Kassette. Okay. Und das muss man halt selber basteln, den Schacht. So, das war wahrscheinlich eine Herausforderung. So, Isolierung, was hast du drauf gemacht außen unter dem? Das sind so Armaflex heißt es. Armaflex habe ich auch. Okay. Ja, habe ich selbst im Einsatz, ja. Ja, okay. Alubutyl, Armaflex, solche Sachen. Ja, genau. Das sind klasse Materialien. Ja, ja. Klebt wie die Pest, oder? Ja, einmal falsch angesetzt. Das finde ich aber toll, weil die meisten Ausbauer verwenden ja Armaflex, ja. Also gerade jetzt so junge Leute im Kastenwagenbereich. Und du bist top zufrieden damit, oder? Ja, echt zufrieden. Auch von der Schalldämmung und so. Ist echt. Es kann auch nicht verrotten, es ist unbrennbar, also es ist 1000 Argumente, aber es ist nicht billig, muss man sagen. Bei so einem Bus, Ja. wenn du den komplett aus Armaflex machst, oder? Ja, man macht es halt nur einmal rein und Ja. dann bleibt es für immer. Also der Bus, der hält ja, der ist jetzt für immer. Für immer. gebaut. Ja. Komm, wir zeigen mal gerade, du hast Kleiderschränke. Das ist ja auch das, was viele sich wünschen und nicht haben. In einem Wohnmobil viele Kleiderschränke. Ihr habt euch das gegönnt, oder? Ja, klar. So, plus natürlich nochmal. Man hat ja auch den Platz dazu. Also man muss ja den Platz auch ausfüllen. Ich darf das mal sehen, den Kleiderschrank? Oder Ja, klar. Also will dir nicht zu ist jetzt nicht viel drin, wenn man nur die Wochenende. die Wochenende? Aber wenn ihr jetzt auf große Fahrt geht, ist das ein Fahrzeug für, du würdest sagen, für 3, maximal 4 Personen? Ja, 4 Personen geht. 4 Personen geht. Aber 2 ist optimal, ne? Ja. Ja, nee, 4 geht schon vom Platz her. Geht vom Platz. Ja, ja. Und hier ist wahrscheinlich auch zum Hängen oder sind da Auszüge drin? Nee, das sind jetzt nur Schränke. Schränke. Boah, aber riesig. Und da unten sind dann die Auszüge drin. Genau das wünsche ich mir. Und da rappelt nichts? Reingemacht. Nee, Nee, gar nichts. nee. Das ist unter Spannung, gell? Ich kann nur mal was zeigen. Hier sind sie normal, da ist Schau oben offen. Aber jetzt machen wir mal nicht Ja. erschrecken. Ja. Der ist dicht. Ja, Der ist so dicht. ja. Wie hast du das gemacht? Das Schreiner hat es gemacht. Okay, der hat das passgenau Ja. gemacht. Voll passgenau. Ist ja unglaublich. Ich kenne das nur unten bei meinem Wohnmobil. Wenn du da versuchst, eine Klappe zuzumachen, die letzte kriegst du kaum zu, weil es dicht ist. Ja.
Ah, das habe ich im Möbelbereich. Also es klappert und scheppert nichts. Nix. Einfach nichts. Ich hasse das nämlich. Nicht mal das Geschirr hört man Okay. da vorne. Gut, das macht auch die Luftfederung, das Ja, Busfahrgestell. klar, der Sitz, der liegt halt auf der Straße und die Tür sieht auch noch lustig aus. Da haben wir einfach das nochmal wiederholt. Ja. Von der Seite eine Tür. Oh, ist das schön. Und du kannst durchgucken. Ja, also wenn man man guckt. kommt sich nicht so eingeschlossen vor dahinter im Ja. Schlafzimmer. So, und hier vorne hast du dann noch die Abschattung reingemacht. So, ich darf mal reinschauen in dein Schlafzimmer. So, das Bustreffen, das war ja für dich auch natürlich gesetzt, oder? Ja, klar. So, hast du Längsbetten, 2 Stück. Ja. Das sind 1,80 Meter mal 2, was haben die? Ungefähr? Meter. 2 Meter. Ja. Und Breite? Sind sie nicht, glaube ich, den 80, ja. Ja, 1,80 Meter. Und dann hast du hier den Ausblick, das heißt, egal wo du stehst, durch die Lochfolie draußen kann ja keiner reingucken. Nee. Da guckt niemand rein, sieht man nicht rein. Es sei denn, hier ist Licht an, ja. Ja, dann und ist klar. Dann ist klar und dann Jetzt sieht man es. sieht's eigentlich. So, dann hast du hier natürlich die Verdunklung reingemacht mit Fliegengitter. Ja, genau. Das ist aber auch schön gemacht. Das war bestimmt viel Arbeit, oder? Ja, das ist zwar aus dem Fachhandel gekauft, aber alles wieder selber hingetrickst. Angepasst. Ja, angepasst. Und so, damit es perfekt ist. Ja, und da Das- oben hat es auch noch mal Schränke. Ne, machen wir schon da oben die Schränke auf, den mittleren. Hat es auch noch Platz ohne Ende. Wow. Das heißt, da kann man auch lange und große Sachen reinlegen. Ja. Überall innen beleuchtet. Ja. Per Schalter oder wie hast du das Das gemacht? ist mit Schalter, ja. Das sind natürlich die Plätze, die du richtig benutzen kannst, wenn du, egal was du mitnimmst, Spiele, Ja, klar. spielt keine Rolle. Also Platz war bis jetzt immer übrig. Ich stelle mich mal gerade hier in die Ecke, dass ich mal das Bett mal sehe. So, ich habe ja meinen Sohn habe ich uns auch dabei, der ist 9. Ah ja. Und du bist, wie alt bist du? 10. 10. Ah, dann werde ich euch gleich mal zusammenbringen. Ja. Der spielt nämlich entsprechend Fortnite den ganzen Tag. Ich auch. Du auch? Echt? Also nicht den ganzen Tag auch. Nee, der darf ab und zu mal spielen. Also er hat hinten im Wohnmobil Xbox haben wir drin, wenn ihr mal zocken Habt wollt. ihr WLAN oder? Ja, im WLAN drin. Und du musst ihn unbedingt mal kennenlernen. Der ist auch hier. Cool. Ja, gut, passt doch. Wunderbar. Ja, ist aber schön, wenn die Kinder noch mitfahren. Also ich Ja, freue mich klar. immer, klar, der ist jetzt 9, aber viele sagen dann, sie fahren nicht mehr mit. Ja, klar. Also, ich zeig's mal gerade. Also da große Küche, linke Seite. Dann ein Raumgefühl auf 2,30 Meter. Du hast es geschafft, das nicht zuzubauen. Was ja überhaupt kein Problem wäre. Du hättest ja Oberschränke reinmachen können. Ja. Aber das braucht man nicht vom Platz her, also wirklich nicht. Dann wäre der Platz nämlich weg gewesen. Dann hast du Stehhöhe im kompletten Bus. Ich bin jetzt 1,83, schätze mal 1,90 Meter. Hast du Stehhöhe? Ja, sowas. Ja. Ungefähr. 4 komplette Sitzplätze, die natürlich mit dem Rahmen verbunden sind. Ja. Großes Bett nochmal hier. Und da ist ein Buch drin, da ist die Verwandlung abgebildet. Ja. Oder? Zeig mal bitte. Bisschen. Hier kommen ja viele Leute rein. Das ist ja hier ein Bustreffen. Leute, Das war quasi. warte mal kurz, ich zeig's mal gerade. Das war der alte. So war er in der Halle gestanden, ja. Der Zustand. Und Ja. der da drin ist, bist du? Nee. Nee, das war ein Mitarbeiter vom Neoplan, vom Konrad Auwerder, vom Chef von Neoplan. Der Stark. hat ihn geholt von der Schweiz dann. So. Das Dann nächste. muss man halt nur so ein bisschen. Wow. Überleg mal. Der ganze Lack war weg. Ja. Und da stand schon drauf Globetrotter da an der Seite. Ja, genau. Okay. Stand schon drauf, das sind Leuchter schon weg. Das war der Ölofen. Das war der Ölofen. Ja, genau. Unglaublich. Ja, Da war natürlich der Geruch war entsprechend, oder? Im aber Wagen. das ging nicht. Ich habe es mal versucht anzubrennen, aber da hat alles nach Heizöl gestunken. Und der war halt so ausgebaut innen drin. Man hat eigentlich von dem überhaupt kein Raumgefühl gehabt. Also war alles in so kleine Abteile. So, dann ging es einfach ans Ausbauen. Alles raus. Warte, ich zeig's mal gerade. Ja, Kurz mal stillhalten. Alles komplett rauszuholen, das war wahrscheinlich auch viel Arbeit, oder? Weil du wolltest ja so viel wie möglich wiederverwenden. ja, also von dem konnte man nichts mehr verwenden. Das war einfach zu vergammelt. Da sind ja überall das mit, obwohl das eigentlich mal so ein teurer Bus war, aber innen drin irgendwie war das aus dem Zeitalter mit den Resopalplatte da und
Das war alles nicht so toll. Du hast den komplett runtergestrippt, bis aufs Gerippe. Bis aufs Gerippe? Ja, das Gerippe war aber alles echt noch in Ordnung. Also entrostet, grundiert, isoliert. So sieht ein Bus von innen aus, wenn er extra drauf ist. Da sieht man mal, was da an Rohre drin ist und wie stabil das gebaut worden ist früher. Das sind überall natürlich Rahmen, Trapezrahmen. Die wurden wahrscheinlich noch berechnet alle, dass die genau die Traglast rausfinden konnten, oder? Also ich habe mal gehört, in der Zeit 65, da haben sie noch Gefühl gebaut und später haben sie dann berechnet und haben sie gemerkt, dass die 3-4 Mal zu viel reingemacht haben. Also es waren einfach nur Handwerker, ja, die das selber gebaut haben. Man sieht ja, wie wahnsinnig verstrebt das war mit den ganzen U. So, bitte. Ich bin total geflasht. Warte mal gerade. Ich zeige mal gerade. So, das da war der alte Motor, oder? Ja, genau. Das war der alte Motor. Jetzt kann ich auch verstehen, warum du ihn rausgeschmissen hast. Das heißt, der Aufwand wäre wahrscheinlich unglaublich gewesen. Jetzt hast du neue Technik drin, zuverlässig. Ja, die Technik ist ja auch nicht neu. Der OM 366 Motor, den gibt es ja auch schon seit 1985. Mhm. Der hat jetzt ein H-Kennzeichen bekommen? Ja. Der hat ein H-Kennzeichen, ja. Okay, das heißt, du darfst sogar nach Stuttgart fahren dann? Ja, ich darf überall hinfahren. In der Schweiz zahlst du auch keine Maut, gell? Du gehst irgendwie zum Zoll, musst ein Formular ausfüllen. So, das ist der Ausbau, alles grundiert. So, sag mal hier, Innenausbau, war da jetzt ein CAD-Programm, was du gemacht hast? Oder hast du das nach Zeichnung, Kinderzeichnung gemacht? Nach Zeichnung. Nach Zeichnung. Ja, nach Zeichnung. Da gibt es dann irgendwo, glaube ich, ein Bild mit der Zeichnung auch. Ja, da sieht man schon, wie schön Platz der hat. Da kann man wirklich sauber drin schaffen. Und was hast du gelernt? Ich bin Werkzeugmachermeister. Werkzeugmachermeister, ja. Gut. Das heißt, du kannst mit Metall umgehen. Ja. Du weißt, was ein Hammer ist. Richtig. Sag mal so, ich habe nämlich oft gehört, das wichtigste Instrument eines Metallers ist der Hammer. Ich kenne mich aber nicht so gut aus. Das heißt, du kannst auch feilen, richtig? Ja, klar. Sehr schön. Toll, mach mal weiter. Ja, jetzt ist eigentlich nicht mehr so interessant. Das ist jetzt kommt der Aufbau, der Innenausbau, wie es nach und nach gemacht worden ist. Die Dusche ist so schön. Ja. Und das mit der Tiefe, das kam Stück für Stück oder war das von Anfang an klar, dass sie so tief sein soll? Ich habe es ein bisschen gut bemessen. Am Schluss bin ich dann erschrocken, wie groß das worden ist. Dann. Ich habe halt das mit Handzeichnungen gemacht und mir so ein bisschen vorgestellt und mit Schablone. Und ja, ich wollte es aber nicht so eng haben und ist dir gelungen? Gelungen, ja. Ja, du kannst drin tanzen und man kann zu zweit drin duschen. Das habt ihr schon gemacht, nehme ich an, oder? Ja. Dann hast du hier... Oh, ist das krass, wie viel Arbeit. Ich glaube, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, oder? Wenn man das fertige Ergebnis sieht. So sieht es dann bewohnt aus, das ist der jetzige Zustand. Und du fährst es damit rum schon wie lange? Seit 2015. Seit 2015, ja. Und was war so das schönste Erlebnis, wo du sagst, wo du irgendwo standst? Oder sind die alle schön, die Erlebnisse? Sind alle schön. Alle schön. Ja. Das ist jetzt zum Beispiel die Zeichnung. Das ist die Zeichnung? Ja. Ist das toll gemacht. So, ich nehme an, du hast damit Pauspapier oder was hast du gemacht? Hin und her? Ja klar. Dann halt mit so durchsichtigem, mit so Pauspapier und immer ja, habe ich früher auch und so hin und her gerutscht. Oh, und außen hast den komplett... Ja, das Buch ist jetzt nicht chronologisch, einfach nur so zum Anschauen. Also wegen dem kommt jetzt im Nachhinein dann das ganze Lackentferner. Der Lack musste komplett entfernt werden, weil das Blech war damals nicht richtig entfettet. Deswegen ist auch der ganze Spachtel abgefallen, teilweise. Und wie hast du es entfernt? Mit allem Möglichen, mit Schleifer, das war jetzt mit Trockeneisstrahler, das war jetzt der Zustand nach dem Trockeneisstrahler. Ja. Diese Rostbereiche hinter der Zierleiste, die haben wir dann noch Sand gestrahlt. Also das Blech war auch wirklich noch gut, es sind nur Rostnarben. Ja, und dann komplett im Freien dann noch abgeschliffen
Das Stahl, das außen oder? Die Stahl. Türen sind die Außenbleche sind aus Aluminium von den Türen und von den Kofferklappen. Aber dahinter dann Stahlgerippe und der Rest ist Stahl. Ich habe nur gehört, dass wenn man die mixt, die Materialien, muss man ziemlich aufpassen, oder? Ja, wegen der Kontaktkorrosion. Da muss man eine Schutzfolie dazwischen machen. Oder Ja, da war natürlich das Problem, die Fenster, die haben es ja nicht überlebt. Die zu besorgen, war das schwer oder ging es? Gut, da war mir die Werkstatt in Gültstein behilflich, vom Neoplan. Ja, die haben dann eine Adresse aufgetan, wo wir die Scheibe vorne, die zwei vordere gebogene Scheibe gemacht haben. Also die sind ja recht zugänglich, wenn du da so ein Fahrzeug hast und stellst das vor bei denen und sagst, ich habe das Projekt. Das waren die alten Besitzer noch. Jetzt mittlerweile ist die Werkstatt auch von MAN gekauft worden. Und jetzt habe ich auch da keinen Kontakt mehr. Okay. Ja. Ich war mit denen, hat sich eine Freundschaft entwickelt, mit den zwei Besitzer und mit dem Konrad Auwerder natürlich. Der ist da auch noch beteiligt an der Firma. Ja, das war nach dem Lackierer. Boah. Also wir haben es erst außen komplett fertig gemacht und dann erst innen ausgebaut. So, da bist du wahrscheinlich gerade 3 oder 4 Jahre alt gewesen, ne? Der Kleine, als er angefangen hat. Ja. Du bist jetzt 10, 21. Ja, da war das mitten im Bau. Da kam er auf die Welt, oder? Nee, da war es schon auf der War schon da. Wann bist Da war du? ich 5, Warst du 5, als wo er er fertig war. fertig war. Und da ging es natürlich direkt mit dem Opa dann auf Tour, oder? Ja, Ja, das sieht man dann noch. in dem Jahr. Der war dann aber wieder auf der Retro Classic ausgestellt, als fertiger Bus. Dann war auch die Zeitschrift noch, in einer Zeitschrift, da ist er dann auch noch gekommen. Da bist du. Ja, das war doch schon ein paar Jahre her, man sieht es ja. Gut, das war dann Ach, das war der LKW, wo der Motor. LKW mit dem Motor, ja. Ich habe 2 Motoren zur Auswahl gehabt. Zuerst wollte ich den nehmen, den Motor. Das war dann mit Ladeluftkühler, der dann nicht reinpasst, und dann habe ich den da oben gekauft. Hat nicht reingepasst. Ja, da haben wir es um ein paar Zentimeter verschätzt und dann Ja. hat es von der Länge her nicht passt und dann ist es einfach nicht gegangen. Den habe ich dann, den Motor von hier aus, den habe ich dann nach Russland verkauft Okay. und den von dem LKW, den haben wir eingebaut. Da standen beide nebeneinander. Okay, das ist jetzt auch ein Turbo, oder? Ja, ich schaue ein Turbo. Ja, das ist innen drin. ZF-Getriebe. Zahnradfabrik Friedrichshafen hieß das übrigens mal. Genau. Heute, oh nein, was ist da passiert? Ja, das war ein Montageunfall. Also Passiert. der war auf Hebesäule gestanden, der Bus. Und ich habe was reparieren müssen im Motorraum. Habe eine Leiter braucht dazu und habe die Leiter stehen lassen und der Bus abgelassen. Aber da hat man ja nichts gehört und nichts Die gemacht. Leiter Die war's. Leiter hatte verursacht. Och, wie schade. So, und da ist die Das hat wahrscheinlich von wehgetan. unten. Genau, aber man konnte es reparieren. So, man sieht es heute gar nicht mehr, gell? Ja, das sind jetzt eben nur die Bilder vom Motor von vorher. Boah, da muss aber Leidenschaft gewesen sein, wenn ich hier das Armaturenbrett allein sehe, was das für ein Aufwand war, oder? Ja, das ist also wirklich, da braucht man Nerven. Also gerade bis man die ganze Luftkanäle da wieder drauf gesteckt hat, da bricht man sich die Finger ab 3-mal. Das ist, aber gut, ist ja alles gut gegangen. Gut, du machst ja nicht jeden Tag. Ja. So, und das ist der alte neue Motor? Der neue? Das war der alte. Alte. Ja. Der war auch schwerer wie der neue? Nee, das ist, Ungefähr genauso. Der war schwerer. War schwerer. Etwas schwerer, ja. Ja, das war halt der Trans. Das ist jetzt schon der neue, wenn er drin sitzt. Ja. Das war der Transport dann zurück. Du hast ihn ja dann Probe gefahren, nehme ich an, oder? Das heißt, ausgiebig, Ja, klar. um ihn mal zu fahren. Was war denn das für ein Feeling, als du da wirklich das erste Mal auf die Straße bist? Wie Tag und Nacht. Ja. Ja. Also, wenn vorher kleine Steigung war, dann bin ich wirklich mit 30 sehr geschlichen. Ja. Und mit dem Motor, dann geht er mit 60 hoch, oder? Okay, du merkst das gar nicht, die Steigung. So. Ja, die merkt man schon, aber der zieht dann richtig durch. Okay. Ja, ist echt gut. Die Heimorgel haben sie es genannt. Da war mal eine Orgel drin. Da war eine Orgel drin. Ja, der, wo es den Bus sich bauen lassen hat, das war ein leidenschaftlicher Orgelspieler.
Und von dem behaupten wir, er sei in die Schweizer Berge hochgefahren und hat dann oben seine Orgelkonzerte gemacht für sich. Also er hat das zur Entspannung gemacht. Die kamen da selbst auf dich zu oder haben das irgendwie erfahren hier, die Redaktionen? Oder damals 2011? Nee, die historische Kraftverkehr. Ja, genau. Meinst du? Ja, nee, die hatten auf der Retro-Klassik den Bus gesehen. Der war auch dort so ein Publikumsmagnet. Und dann haben sie gleich gefragt, ob sie mal kommen können, ein Interview machen. Toll. Ich bin eben vorbeigegangen, du bist ja der erste Bus, den ich filme. Und dachte mir, sowas habe ich noch nie gesehen. Also ein Neoplan, der hinten hochgeht, das... Ja, auch die schräge Fenster. Wie gesagt, der Schweizer, der war USA-Fan, der hat auch viel geschäftlich in den USA zu tun gehabt und deswegen hat er sich das auch so ausgedacht. Das sind nach seinen Wünschen gebaut worden. Wie die Greyhounds damals. Ja, genau. So ein bisschen Silber. Ja. Aber es hat damals so viel gekostet wie 2 Einfamilienhäuser. Das musst du dir heute mal reinziehen. Das heißt, wir reden dann über 1 Million Euro quasi heute, oder? Boah, wenn du so mal guckst, so, das wird nicht reichen. Ja. So, das war dann die erste Fahrt. Oh, da warst du aber noch klein hier. Da warst du ja noch klein. So, und da war noch ein Baby dabei. Das ist dein Bruder oder was? Meine Schwester. Deine Schwester. Ja, jetzt kommt eben das darf er jetzt nicht fehlen heute. Ja. Nach der ersten Fahrt hat er mich in Österreich am Berg hat er mich dann verlassen. Wie verlassen? Der Kampfgeist vom Bus. Also mir ist durch den Motorumbau haben wir die Kupplung noch ein bisschen nachjustieren müssen und dann ist der hintere Nehmerzylinder ist dann geplatzt. Okay. Und am Berg einmal Kupplung drücken und ist sofort die Dichtung geplatzt und gleich auch sofort Bremsflüssigkeit rausgelaufen. Das heißt, große Nummer. Feierabend. Ja, an dem Platz, wo ich die Kupplung gedrückt habe, ist er natürlich standen geblieben. Hat ein riesiges Hindernis verursacht und Chaos. Ich habe dann bei der Polizei gerufen, dass sie den Verkehr regeln müssen, weil die haben wirklich alle dann nur noch vorbeidrückt. Und dann kam der große Abschleppwagen und hat ihn dann abgeschleppt. Also Der ganz große kam. da vorne ist, ja, eine Brille hat er gehabt. Also da ist der Bus schon beim Abschleppen dran. Das ist vom Auto, wo hinterher. Ist ja auch nicht billig, so ein Abschlepper, oder? Nee, das war der Spaß, hat dann geschwind 2000 Euro gekostet. Das weiß ich nämlich, weil wir jetzt einen Film nämlich drehen, wie man große Reisemobile abschleppt im Saarland. Gibt es eine große Doku. Und da sieht man auch mal, was das für ein Aufwand ist, den abzuschleppen, weil der steht ja dann fest. Da passiert gar nichts mehr mit dem. Das ist dann praktisch... Da fährt da so eine Brille runter, Ja. befestigt das Vorderrad und hebt ihn dann hoch, der ganze Bus. Und dann, zum Glück war das nicht weit weg von dem Abschlepper, sonst wäre es noch viel teurer geworden. Der hat ihn dann bei sich auf dem Hof abgestellt. Nach einer Woche, wir haben dann einen Mietwagen genommen, sind heimgefahren. Nach einer Woche bin ich mit einem neuen Achso, ihr habt den vor Ort repariert dann? Zylinder, mit dem neuen Zylinder hingefahren, vor Ort dann reinbaut. Das war dem Abschlepper sein Reich. Der hat auch Oldtimer LKWs restauriert. Also da wart ihr so ein bisschen auf einer Wellenlänge. Ja, der hat sich da gefreut sogar über den Bus. Und dann sind wir mit dem, ein Kollege, ein Kumpel, ist mitgefahren. Wir haben dann den dort vor Ort eingebaut, den neuen Geberzylinder, und sind dann wieder heimgefahren. Stark. Das war's dann, Gott sei Dank. Sehr schön. Ja, ich könnte, glaube ich, noch stundenlang mit dir filmen, aber Ja. es wird langsam dunkel. Ja, klar. So, da werden wir Ist nichts anderes gefunden. deinem Sohn mal, meinen Sohn mal vorstellen. Das werden wir gerade mal machen. Genau, ihr könnt ruhig mal mitkommen. Jetzt soll ja morgen das Wetter soll ja schöner werden. Ja. Richtig Sonne. Genau, du kannst ruhig mal mitkommen. Und wenn du da hinten das weiße Wohnmobil siehst, da hinten das weiße Wohnmobil, einfach reingehen, da ist der Oskar drin. Okay? Sag Hi Oskar. Also ich bin ganz... Mit dem Morello da. Ja gut, das ist natürlich hier auf dem Platz hier eher eine Schande, aber Ach, gut, ist ein tolles Auto. es ist zum Drehen da, weil es ist ein Arbeitsauto. Ah ja. Ja, es ist ein Firmenwagen von uns. Also wir haben so diverse Autos und wenn es halt 2 Tage geht, dann holen wir den halt mit, ansonsten halt so einen kleineren Ah ja. und so. Aber das ist jetzt, wenn ich so die Kinder mitnehme, die wollen dann Fortnite zocken im Auto, der hat halt viel Batterie. Ja klar, der ist eigentlich ausgestattet, schon klar. Aber das ist natürlich was ganz anderes.
So, also ich habe ja den Schweizer gedreht, den hast du vielleicht gesehen an der Mosel, den ich gefilmt habe, den Setra, der auf YouTube ist. Der hat auch, mache ich noch irgendwann, zeige ich das Video nochmal. Und der hat auch, ich glaube, fast 1 Million Aufrufe jetzt bekommen, aber der mit der Story 2,30 Meter, Schweizer, für die Schweizer Berge gebaut, kurz, wendig nehme ich an. Damals wahrscheinlich war die Motorleistung noch gut. Ja, er hat auch einen relativ großen Überhang vorne, Ja. was natürlich das Fahren wirklich wunderbar macht. Achso, der fährt wie ein Auto, oder? Nee, man sitzt so weit vor der Vorderachse, das macht ein besonderes Fahrgefühl. Und also der Radstand ist absichtlich ziemlich kurz gehalten worden, gerade dass er einfach ziemlich wendig ist in die Schweizer Berge. Hat er auch hinter einem ziemlich großen Überhang. Also Überhänge sind eher so wie bei einem, sage ich mal, 11 Meter Bus oder sowas. Das stimmt. So, und hinten, du musst ihn unbedingt nochmal zumachen, dass wir ihn nochmal komplett in der vollen Schönheit sehen. Ich glaube so, wenn du den so auf der Autobahn siehst und du kennst dich nicht gut aus, könnte man hier auf die Idee kommen, es wäre jetzt ein historischer Reisebus. Aber dass er schon immer ein Wohnmobil war, das ist natürlich selten hier, auch auf dem Treffen, oder? Ja klar, das ist echt selten. Das hat es ja eigentlich fast nicht gegeben. Ja. Also vor allem, ja, der ist halt schon. Man wird auch dauernd begrüßt auf der Straße. Das glaube ich dir. Leute, Daumen hoch oder. Das ist doch schön, oder? Wenn man sowas konserviert für die Ewigkeit. Hallo. So, hier steht er. Heute was haben wir denn heute? Heute ist der 11. 11.11. Ein denkwürdiger Tag, 20 Jahre nach den Anschlägen in New York. Heute Jubiläum. Trotzdem sind wir rausgefahren, denn das Leben geht ja weiter. Hier steht's Neoplan. FDS steht für Freudenstadt. Freudenstadt, weiß ich das jetzt auch mal. Und da ist das H-Kennzeichen drauf. Ja, du kriegst den großen Orden von mir heute. Okay, danke. Hast du gut gemacht. Danke, ja. Tschüss, danke.